Heute senden wir wieder aus Lugano und ich habe einen wunderbaren Gast und zwar Nicole Gräflein. Hallo. Nicole Gräfleins Großmutter kommt aus Spanien und sie wird uns heute das Familienrezept der Familie Gräflein der Paella verraten. Unsere Familie stammt wirklich mütterlicherseits aus Barcelona. Meine Großmutter ist dort aufgewachsen und meine Mutter ist dort geboren. Mit 7 wo meine Mutter 7 war, sind sie in die Schweiz gekommen. Und als Kind haben wir immer Paella essen, was auch sehr gut war. Was heute anders ist, es ist wirklich in so einer grossen Pfanne, was wirklich dann authentisch ist für Paella, dass dann der Reis so einkocht, das habe ich noch nie gemacht. Und das wird heute eine Challenge sein. Das ist sehr heiß, gell? Das ja. Aufpassen. Ich hole gleich. Oh, top. Soll ich es reinmachen? Ich hole mal. Super. Man fängt immer an mit der grossen Suppe. Warum? Ja, weil die kommen ja dann alle wieder in den Reis rein. Mhm. Die sind jetzt eben sehr groß und sonst verkocht, also sonst sind sie ja dann nicht durch, oder? Weil der Reis geht ja nur etwa 30 Minuten eigentlich. Also wir oder? nehmen die wieder raus, tun Ja. die in den Ofen und packen es nachher nochmal drauf. Ja, unbedingt, weil alles kann man nicht in der Pfanne machen. Und es ist auch so, dass der Reis ja da eigentlich auch im Vordergrund steht, in so einer Pfanne, oder? Mhm. Sieht super aus. Und was haben wir da für Fleisch? Da haben wir Huhn und Küngel. Oh, ist das so? Küngel, ja, das ist traditionell Küngel, aber man kann auch Schweinefleisch nehmen oder auch noch Gemüse. Es kommt ja aus Valencia und dort hast du eigentlich Paella Gemüsepfanne. Also die wollen, können Fleisch rein tun, Ja, dann natürlich Tintenfisch, Sepia, den haben wir hier. dann Gambas natürlich, Reis, Safran, viel Knoblauch, viel Zwiebeln, viel Peterli. Ja. Viel Öl und viel Fett. Und ich mache es immer mit Weisswein und meine Mutter sagt immer, das ginge eigentlich nicht, aber ich tue für die teure Weisswein. Aha. Und was haben wir hier in dem Topf? Haben wir Das nämlich. ist der Sud, den wir heute Mittag gemacht haben. Alles, was so ein bisschen braun ist, weil innen dran ist ja noch roh. Dann tun wir noch ein bisschen Sud rein, dann tun wir das in den Ofen rein und das bleibt dann eine halbe Stunde. Das ist lässig so auf dem Grill und auch mit dem Sud so. Super. Also ihr seid jetzt alle im Video. Oh. Jetzt tue ich das mal in den Ofen. Ich dachte mir so bei 60 Grad. Nicole, was sagst du? Ich denke eher 100. Oh, echt? Das soll noch nachgaren, ne? Ja, ich glaube, ups. Oh. Oh. Jetzt tun wir mit Sepia weitermachen. Ja. Ja. Und du brätst dann immer Zwiebeln an und Knobi und dann Also Knoblauch. da jetzt, ja, genau, Zwiebeln an und Knoblauch. So, die sehen jetzt sehr schön aus. Das halten wir jetzt auch im Ofen. Das tun wir vielleicht gar nicht in den Ofen. Eben ein bisschen mehr Zwiebeln rein. Jetzt tun wir den Reis machen, oder? Mhm. Da braucht viel Zwiebeln. Okay. Das hat es im Sud ja nicht so. Mhm. Einfach schmackhaft. Ja.
dann tut man da noch Öl rein tun und noch ein bisschen Salz. Kommt von der Sepie und vom Fleisch. Das macht dann den Reis auch noch komplett irgendwie. Perfekt. Und jetzt kommt auch noch der Reis rein. Okay. Du hast auch von einem Trick erzählt, weil viele rühren die Paella. Genau, die darf man nur am Anfang rühren, das ist der Witz, weil wenn man sie in der Pfanne macht auf dem Herd, muss man es rühren, aber da eben nicht. Da sollte man wirklich nur am Anfang muss man alles so richtig vermengen. Was ist das noch, was da Das rein? ist noch Safran, ein bisschen mehr Safran, Ja. weil das schluckt so viel. Manchmal hat man dann das Gefühl, es sei wie zu wenig. Also man braucht wirklich sehr viel Safran. Super. Ja, ich habe in den Fischfond, glaube ich, 6 Plättchen reingetan. Genau, der Fischfond ist voller Safran, aber wir haben ja festgestellt, dass es ein bisschen noch mehr braucht. Machen wir das? Genau, und die wird auf jeden Fall nicht gerührt. Ne? Wirklich nur am Anfang. Schön. Ja. Ich tue auch noch gerne ein bisschen Peterli rein, weil das gibt so eine Frische. Und immer nur so, dass der Reis deckt ist. Ja. Also das heißt, wie beim Risotto. Genau. Eine Zwischensituation gibt es so. Dass er mal wirklich so ein bisschen im Wasser schwimmt und jetzt sollte man den eigentlich nicht mehr rühren. So, das ist jetzt optimal und jetzt tun wir einen Deckel drauf. Also jetzt können wir mal den Reis probieren. Ah, wir sind jetzt schon in der Probierphase. Immer noch zu hart, Ja. aber von der Gewürze her richtig. Wie drapiert man das denn? Das ist doch immer was ganz Besonderes. Also wenn man es mit dem Reis kocht, tut man es ja zuerst anbröteln und am Rand ist immer am wenigsten Hitze, dann tut man es am Rand. Also alles, was eigentlich schon gekocht ist und nur noch so ein bisschen warm behalten, tut man an den Rand und in der Mitte das, wo noch ein bisschen mehr durch muss kochen. Okay. Oder? Dann sollte ich überlegen. Ah ja, du machst es. So. Und dass die jetzt auch noch ein bisschen Safran überkommen, tun wir jetzt auch noch mal. Ein Timer für 5 Minuten. Okay. Also ich denke, wir kommen jetzt in die Finish-Phase. Das ist erst immer noch Al dente. al dente. Machen wir das letzte Mal. Okay. So vom Sud drüber. Und jetzt lassen wir es stehen. Ja, aber richtig gut schon. Ja, jetzt muss man eben noch warten. Oh, das ist aber hart. Wie lange muss man denn jetzt noch warten, Nicole? Immer wenn du denkst, es ist fertig, ist es nicht fertig. Also jetzt muss man Minimum 10 Minuten warten. Okay. So, jetzt sind wir fertig. Oh. Nicole, danke, dass du da warst und dass du uns Ja, auch gerne. erzählt hast. Knusprig. Ist sie? Ja. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Super. Es ist empfehlenswert, das zu machen. Absolut. Weil es ist, macht auch Spaß.
Perfekt. Nicole. Gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Wow.